Für Ellens Generation machen wir Frage und Antwort und für mich machen wir ein nices Q&A. The future is now. Hey, ihr habt eure Hausaufgaben super gut gemacht und deswegen haben wir Fragen. Und Ellen hat wie immer Flüssigkeit und ich habe einen Gin. Genau, und Steffi ist mittlerweile beim Gin-Mischen auch dazu übergegangen, halb-halb zu trinken. Von daher wundert euch nicht bei dieser Folge. Aber ich glaube, das gibt es auch die Regel. Also laut Google gibt es auch die Regel, also entweder 4-1 oder halb-halb oder die kannst du sogar pur trinken. Im Zweifelsfall findet man für alles die Regel, die einem gerade am besten Ich nutze gefällt. aus, dass Ellen schwanger ist und gleich Auto fahren muss. Aber dann hast du doch die Fragen. Überleitung. Ich würde vorlesen und du antwortest. Wir versuchen es mal. Ich muss erst gucken, welche ich dir stellen will, welche schwer ist. Wann müsst ihr am Ende warum müsst ihr den Ende eures nächsten Tages planen, fragt hier jemand. Habt ihr montags etwa nicht frei? Achso. Das war an dem Vlog vom Spießersonntag. Okay, vermutlich wisst ihr das gar nicht alle. Traditionell ist es nämlich so, dass der montags als der Pfarrsonntag gilt. Also weil wir ja sonntags immer arbeiten müssen und auf der Kanzel stehen, haben wir traditionell den Montag frei. Das ist in unserem Fall nicht so, was einfach daran liegt, dass ich nicht traditionell auf einem Gemeindegebiet arbeite, sondern für die Landeskirche in Hannover. Und da hat man so diese typische Montag bis Freitag 9 to 5 Arbeitszeit. Und dementsprechend fällt der Montag als freier Tag oft aus. Ich habe deswegen montags sturmfrei. Das ist also der Tag, an dem Steffi zweimal zu McDonald's fährt. Bitte was? Das stimmt nicht, weil ich nämlich bis 12 Uhr mindestens auf dem Sofa liege. Und dann kommt immer der DHL heißt DHL-Mann. Oh, jedes Mal hat Ellen Pakete bestellt und ich muss im Schlafanzug mich noch irgendwie reinzwängen. Der denkt auch, ich bin den ganzen Tag nur am Chillen. Ellen, hat das einen bestimmten Grund, dass du kein Bäffchen trägst? Ha! Das hat einen ganz speziellen Grund. Ihr müsst nämlich wissen, dass Steffi deswegen ein Bäffchen trägt, weil das Ding ist nämlich ein Bartschutz. Und sie möchte ungern, dass das Bartpuder oder die Bartwichse von ihrem Bart auf ihren teuren Talar kommt. Deswegen trägt sie dieses Bäffchen. Ich brauche das nicht, weil, wie ihr seht, trage ich keinen Bart und deswegen sehe ich auch keinen Grund dazu, ein Bäffchen zu tragen. Und ich trage es, weil meine heterosexuellen, das hat gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, Sexualität, meine männlichen Kollegen tragen ja auch ein Bäffchen. Obwohl sie gar keinen Bart haben. Meine Mama sagt immer, ich muss das tragen. Also das ist wirklich real der richtige Grund, weil ich sonst ein Doppelkinn habe. Es ist wirklich so. Also Mama, ich trage es deinetwegen. Ansonsten hat es nicht so viel Sinn, das zu tragen. Ich finde, das ist hübscher. Okay. Und ich will so einen Roller für meine Dörfer, so einen Motorroller. Und der soll schwarz sein. Und vorne auf der Schürze will ich so ein Bäffchen haben. Das ist doch total cool. Oder ein schwarzes Auto und auf der Motorhaube. Zumindest hat heute schon mal ein großer Teil von euch gelernt, was überhaupt ein Bäffchen ist. Nächste Frage. Aus welcher Landeskirche seid ihr denn? Bei der evangelischen Kirche in Deutschland ist das ein bisschen so wie bei den Bundesländern. Das heißt, wir haben viele kleine Flecken in Deutschland, nur ein paar mehr als Bundesländer, nämlich 20. Das heißt, die gesamte evangelische Kirche in Deutschland ist in so 20 kleinen Länder aufgeteilt, Landeskirchen. Und man gehört, wenn man in diesem Beruf des Pfarrers, der Pfarrerin will, dann immer der Landeskirche eigentlich an, in der man Abitur gemacht hat. Das wäre bei mir die westfälische, weil ich aus dem Münsterland komme gebürtig. Ich habe dann aber irgendwann nach Berlin-Brandenburg gewechselt, weil ich Steffi im Studium kennengelernt habe. Und mittlerweile gehören wir nach Hannover, also zu Niedersachsen. Gibt es auch kritische Kommentare zu eurem YouTube-Kanal? Was meinen ihr jetzt mit Kommentaren, die da drunter stehen? Oder? Ja, kritische Äußerungen, kritische Beefs. Also natürlich gibt es auch kritische Äußerungen, die stehen dann ja auch teilweise darunter. Es gibt auch Äußerungen, die YouTube einfach löscht, weil sie gegen die Gemeinschaftsstandards verstoßen und zum Beispiel auch schon zu Gewalt aufrufen. Das gibt es natürlich. Also wann immer man nicht diesem glatten Bild entspricht von dem, was in der Kirche als normal angesehen wird, aber überhaupt nicht dem Normalzustand entspricht, wenn man genau hinguckt, dann ruft man auch Kritiker auf den Plan. Ja. Genau, und wir müssen dazu sagen, wir löschen hier nichts von alleine auf YouTube. YouTube löscht es von alleine, gerade auch wenn unsere Community diese Kommentare meldet, prüft YouTube jedes einzelne und nur wenn es für beleidigend oder gegen ihre Richtlinien verstoßend ansieht, dann wird es gelöscht. Wir selbst löschen gar nichts. Wir halten es gut aus. Wir sind Maschinen. Das ist eine geile Frage. Oh, ich liebe diese Frage. Wow. Warum sehen Lesben eigentlich nur im Porno gut aus und im echten Leben immer wie eine Betonmaschine mit Drahtbürstenfrisur? Das ist eine coole Frage. Warte, ey, komm, das müssen wir uns auf der Zunge. Das ist so mega lustig. Also warum sehen Lesben nur im Porno gut aus?
Also das heißt, als wenn du das nicht weißt. Du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du Lesbenpornos guckst. das heißt, aber es hat jemand geschrieben, der Lesbenpornos guckt. Das stimmt. Also weil er auch von immer, das heißt, er muss relativ viele Lesbenpornos schon geguckt haben, um sich darüber so ein statistisch relevantes Bild gemacht zu haben. Der heißt Herr Stimpel. Okay, Herr Stimpel. Ich weiß nicht genau, warum in Lesbenpornos Frauen anders aussehen sollten. Die Lesbenpornos, die ich schon gesehen habe, es gibt ja wirklich ästhetisch total ansprechende, echte Lesbenpornos. Wahrscheinlich redest du eher von den Pornos, die für heterosexuelle Männer gemacht werden und in denen die Frauen nur darauf warten, dass endlich ein Mann hereinkommt. Es könnte damit zusammenhängen, dass diese Pornos gar nicht von Lesben handeln. So als Tipp. Okay, Betonmaschine könnte ich auf mich zählen lassen. Aber Drahtbürstenfrisur? Ich finde, du hast voll die gute Frisur. Ja, mal real, ey. Meine Friseurin kommt gleich, ey, und macht Beef. Wer ist Adam und wer ist Eva von euch? Ach so, das ist also diese wunderschöne Frage danach, wer von euch ist der Mann und wer von euch ist die Frau? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, heißt der Kommentator, die Kommentatorin. Es gibt auch Leute, die, wenn sie mit Stäbchen essen, fragen, was ist Messer und was ist Gabel. Ungefähr so viel ergibt auch diese Frage Sinn. Krass gute Antwort. Total, ne? Ich habe es leider irgendwo gelesen und mir nicht selbst ausgedacht. Aber warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ey, das verstehen meine Dorfis wenigstens. Geile Antwort. Jedenfalls, ungefähr so ist das. Ich liebe Steffi als Frau. Und ich glaube, du liebst mich als Frau. Von daher ist keiner von uns der Mann. Überraschung. Ich glaube, mir wäre es egal, ob du ein Mann oder eine Frau wärst. Ich liebe dich. Ach, dabei guckt man sich an. Ja, das ist total so kommunikativ und so herzerwärmend. Das wäre romantischer gewesen. Ja, Ich jetzt liebe nochmal. dich. Das darfst du mir doch nicht auffordern. Wir kriegen es nie hin. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit. Es geht noch eine Weile. Darf ich auch als norm-hetero verheirateter Kollege reinschauen? Also ich glaube, ein Kollege, der mit einer Frau verheiratet ist, fragt, ob er anders Amen sehen darf. Ihr dürft. Wir geben euch eine Ausnahmegenehmigung. Also gut ist, wenn ihr uns kurz vorher einmal fragt, damit wir das dann freigeben können, aber dann ist es in Ordnung. Boah, wir könnten so eine Urkunde designen und ich könnte mit meinem Siegel darauf knallen. So, bam! Erstmal müssten wir euch ja prüfen, ob ihr wirklich norm-hetero seid. Also vielleicht sollten wir darüber noch mal reden, denn wenn ich eins mittlerweile von denen mitbekommen habe, die sich so als hetero bezeichnen, die sind schon ganz schön unterschiedlich. Also ob norm-hetero, müssten wir prüfen. Du bist voll von meiner Urkunde abgekommen. Ich möchte einen Mitgliedsausweis haben. Das finde ich ein bisschen komisch. Das schreibt Jan Scharf, das sollte man wissen. Also Jan Scharf, also ein erstmal zum Mann anzunehmende Person. Mein Mann und ich wollen auch gerne ein Kind. Leider kann ich nicht schwanger werden. Könnt ihr mir da helfen? Ich bin mir ziemlich unsicher, worauf die Frage jetzt abzielt. Vielleicht berufen wir uns einfach darauf, dass Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist? Ich dachte, wir sagen jetzt alles eine Frage des Preises. Nein, ich glaube, wir können stark für dich beten. Und am Ende, bei Gott ist nichts unmöglich. Oh Gott, ich sehe schon den Shitstorm. Pastorin sagt, Männer werden demnächst... Wenn eine Jungfrau schwanger wird, warum sollte ein Mann nicht schwanger werden können? Ihr müsstet die Reaktion hinter der Kamera jetzt gerade erleben, aber... Wir sind alle fertig. Wir entscheiden noch, ob wir das rausschneiden, würde ich sagen. Du hast gemerkt. Es gibt doch schon so einen Mann, der schwanger wurde, weil es ein Transmann ist, oder? Ja, nee, doch. Ein Mann bedeutet ja nicht, nur weil man ein Mann ist, heißt es nicht, dass man keine Gebärmutter besitzt. Also, hallo, wir leben im Jahr 2020. Du hast recht. Wir müssen auch ein bisschen an die denken, die nicht so sind wie wir, und dafür machen wir uns ja auch stark. Mich würde ganz dringend interessieren, gibt es Predigten irgendwo mal online? Was ist eure Motivation, Pastorin zu sein? Wie habt ihr euch bekehrt? Hattet ihr ein Berufungserlebnis zum Pfarramt? Und ist es eher halt einfach nur ein Job? Also Predigten online, no. Gibt es nicht. Ein Bekehrungserlebnis und ein Berufungserlebnis. Aber warte, wir könnten sagen auf Spiritus, nämlich auf evangelisch.de. Spiritus, so heißt der Blog, da schreibe ich einmal im Monat einen Text. Stimmt. Und das sind die viel besseren Predigten, ehrlich gesagt. Aber ansonsten lebt die Predigt davon, dass sie gehalten wird. Sie als Schrifttext zu veröffentlichen, bringt auch wirklich nur so ein bisschen was. Denn das wäre nur 20% von dem, was die Predigt ausmacht. Denn es ist voll cool, denn in meiner Berufsbezeichnung steht jetzt Pastorin, Autorin und YouTuberin. Spiritus auf evangelisch.de. Ansonsten hatten wir Bekehrungserlebnis kam, ne? Also es gibt so diese Leute, die sagen, an dieser Stelle in meinem Leben ist mir Gott begegnet, da hat er zu mir gesprochen und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, das ist der Weg, den ich gehen muss. Das hatten wir nicht. Oder hattest du das?
Ich mache mal die nächste Frage. Berufen, sich zu fühlen, das ist allerdings etwas, was wir beide haben, worüber Steffi scheinbar gerade nicht reden möchte, aber was wir trotzdem beide so empfinden. Wir sind an der Stelle, an der wir sind und in dem Beruf, weil Gott das so wollte. Warum teilt ihr mit der ganzen Welt eure Familienplanung und das sogar mit allen Details? Das ist eine ernsthafte Frage. Ja, darauf kannst du mal antworten. Weil wir könnten. Wir teilen die Familienplanung mit allen, denn gerade das Kinderwunschthema ist ein Thema, worüber wir gut sprechen können, weil von Anfang an für uns klar war, dass wir es ja auf natürliche Weise, also ich werde Ellen nicht schwängern können und deswegen können wir, glaube ich, einfach gut darüber reden, weil bei uns keiner verletzt ist eigentlich, weil wir ja so unsere Beziehung angefangen haben. Das war klar, wenn wir irgendwann mal ein Kind wollen, dann müssen wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Ja, und deswegen können wir einfach gut darüber reden und die Rückmeldungen gerade zu dem Kinderwunschthema zeigen uns eindeutig, dass es gut ist, dass da mal endlich jemand drüber redet und das gehört in den kirchlichen Kontext. Kirche muss sich viel stärker mit der Frage um Kinderwunsch, um künstliche Befruchtung, um Regenbogenfamilien informieren und auch austauschen und auch argumentieren. Denn was war die Statistik? Jedes 7. Paar hat Schwierigkeiten, auf natürlichem Weg Kinder zu kriegen. Da ist ein riesengroßer seelsorgerlicher Bereich. Der muss behandelt werden. Lieben, was ist, hat uns gefragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Wann habt ihr gemerkt, dass ihr lesbisch seid? Und Ellen, hast du unangenehme Schwangerschaftssymptome? Also fangen wir mal an. Wie haben wir uns kennengelernt? Ich finde darauf, also ich weiß, haben jetzt so viele geschrieben, aber lasst uns dazu eine ganze Folge machen, denn das ist nicht so schnell gesagt, oder? Würdest du gerne ja, du kannst auch eine richtige, Clemi kann schneiden. Also tatsächlich kennengelernt haben wir uns im Studium. Als wir uns das erste Mal am ersten Studienort getroffen haben, konnten wir uns aber nicht so wirklich leiden. Steffi war laut, hat Fußball gespielt und gepöbelt und sich darüber lustig gemacht, wie viele Schuhe ich besitze. Es hat also ganz schön lange gedauert und einen Ortswechsel, bis wir uns in Berlin wiedergefunden haben und dort dann zwischen uns tatsächlich Sympathie und recht schnell Beziehung entstand. Und wie es dann dazu kam, dass Steffi innerhalb von 2 Wochen schon bei mir eingezogen ist, das erklären wir euch mal ganz ausführlich in einer anderen Folge. Wann habt ihr gemerkt, dass ihr lesbisch seid? Als ich zu meinen Freunden gesagt habe, die gesagt, endlich. Das stimmt. Steffi hat es gemerkt, als sie mich kennengelernt hat. Das ist eine doofe Frage. Ich will die nächste. Ellen, hast du unangenehme Schwangerschaftssymptome? Nein, überhaupt keine. Natürlich, die ist manchmal übel. Ja, aber also das war es dann auch. Ich muss nicht kotzen, ich komme so gut durch den Tag, ich spreche nicht zusammen, ich habe keine Schmerzen. Ich muss Buttermilch kaufen gehen ohne Ende. Stimmt, jeden Tag ein Becher Buttermilch, dann geht's mir gut. Ja, sonst nichts? Nee. Okay, cool. So now you're Wir hoffen, unser erstes Q&A hat euch gefallen. Ihr dürft natürlich weiterhin Fragen stellen, weil wir wollen so eine neue Reihe aufmachen mit Q&As, die kommen immer mal wieder. Aber wir wollen gerne sammeln für Fragen, die euch wirklich interessieren. Wir können uns natürlich auch selber welche ausdenken, aber es ist schon cooler, wenn die von euch kommen. Außerdem haben wir dann immer eine Rückkopplung. Ihr dürft auch mal uns einfach kritisieren oder uns einfach loben oder wie auch immer. Wir gehen auf eigentlich alles ein. Ja, und wenn ihr uns dann unten irgendwas fürs Q&A schreibt, dann schreibt doch bitte vorher #Q&A, damit wir es auch einfach besser finden. Sonst müssen wir alle Kommentare nochmal durchlesen. Alles klar, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.